Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Heute möchte ich auf eine persönliche, sehr praxisbezogene Frage eingehen einer treuen Zuschauerin, die mir auch in der Vergangenheit immer wieder Fragen geschickt hat. Es hilft vielleicht beim Verständnis der Frage und auch meiner Antwort darauf, wenn ich kurz erkläre, was das für Fragen waren. Vor 2 Jahren, da bin ich relativ ausführlich mal auf eine Frage eingegangen, wo mir eine Person mitteilte, ne, ähm, wenn ich mich da hinsetze aufs Kissen, das fühlt sich manchmal so an, als würde ich auf der Bank sitzen, an der Bushaltestelle irgendwo auf dem Land und der Bus kommt nicht und kommt nicht. Ne? Und ich sitze da so vor mich hin und ich frage mich, ne, ist das überhaupt Sazen? Und manchmal frage ich mich auch, ist Sazen überhaupt das Richtige für mich? Ne? Vielleicht sollte ich es ja doch sein lassen. Vielleicht ist es ja alles nur verschwendete Zeit. Aber dann schrieb diese Person am Ende, und das ist dieselbe Person, auf die ich heute eingehe, ne? Irgendwie mag ich Sazen trotzdem. Auf diese Frage bin ich vor 2 Jahren, ne, ich glaube, das war im Sommer 23, ne, in verschiedenen Folgen, 5 oder 6 Folgen, sehr ausführlich eingegangen. Und vor ziemlich genau einem Jahr, im April 2024, stellte mir diese Person wieder eine Frage. Dieses Mal geht es mir um was anderes, schrieb sie, aber ich hatte Schwierigkeiten, genau zu verstehen, warum es ihr dieses Mal ging. Ich hatte das Gefühl, die Frage ist immer noch dieselbe, nämlich, warum mache ich das überhaupt, beziehungsweise ist das, was ich da mache, überhaupt Sazen, mache ich das richtig oder sollte ich vielleicht doch das Handtuch werfen? Und letztes Jahr bin ich mit dem Dirk in einem Gespräch auf diese neue Frage, die für mich im Grunde eigentlich nur eine Neuauflage der alten Frage war, eingegangen. Das Video trägt den Titel Soll ich das Handtuch werfen? Und Links zu diesen alten Videos werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Wie dem auch sei, die Fragestellerin hat auch schon an Sessions mit mir und dem Dirk teilgenommen. Und letzten Sommer, als ich gemeinsam mit dem Dirk im Wolkentor Sessions gemacht habe, da hat sie auch ein Koan bekommen. Und die Frage, um die es heute geht, und ich habe das Gefühl, dass ich heute dann damit nicht fertig werden werde. Ne? Also heute und beim nächsten, vielleicht sogar noch beim übernächsten Mal. Ne? Da geht es eben um die Frage, ja, vielleicht sind Koans ja doch nicht das Richtige für mich, beziehungsweise wie ist es denn eigentlich mit dir, Mucho? Ne? Du kommst ja aus der Soto-Richtung, für dich ist Shkantasa eigentlich die Basis, ne, der Standard. Du bist aber selber mal ins Rinzai-Kloster gegangen, hast da auch Koans gemacht. Ne? Warum und wie war das für dich? Ne? Aber dann bist du wieder zurück zum Shkantasa. Also war das notwendig für dich, das mit den Koans? Aber offenbar hat dir das ja doch nicht gereicht. Irgendwie scheinst du ja der Auffassung zu sein, dass Shkantasa für dich besser ist, was auch immer. Ne? Also die Fragestellerin will auch über meine persönliche Erfahrung mit Koans etwas wissen. Aber ich lese erstmal der Reihe nach aus der Frage vor. Lieber Mucho, ich würde dir gerne eine etwas persönliche Frage stellen. Und zwar, was haben die Koans bei dir bewirkt? Haben sie überhaupt etwas bei dir bewirkt? Du bist ja einige Zeit in einem Rinzai-Kloster gewesen und hast da eine Reihe von Koans gelöst. Jedenfalls hast du irgendwo mal geschrieben oder gesagt, dass man nach einer Weile den in Anführungszeichen Trick durchschaut, in Klammern meine Worte, und weiß, in welche Richtung die Antworten gehen müssen. Das hört sich für mich so an, als ob es sein kann, dass man Koans löst
ohne dass das größere, in Anführungszeichen, spirituelle Auswirkungen hat. Also, ich habe wahrscheinlich auch im Wolkentor immer wieder über meine Erfahrungen mit Koans, ne, und über die Zeit im Rinzai-Kloster gesprochen. Aber man findet auch in diesem Buch was zu dem Thema, beziehungsweise dieses Buch ist ja eine Neubearbeitung meines allerersten Buches, das im Rowohlt Verlag vor inzwischen knapp 20 Jahren schon rauskam. Ne? Da schreibe ich auch ja, über meine Zeit im Rinzai-Kloster. Ne? Und vielleicht erkläre ich zunächst mal, ne, warum ich überhaupt, nachdem ich schon in Antaiji als Soto-Mönch ordiniert hatte, warum ich überhaupt ins Rinzai-Kloster gegangen bin. Also ich wollte immer nach Japan, seit ich 17, 18 war. Ne? Deshalb habe ich an der Uni Japanisch studiert. Aber der Wunsch war immer, ne, du gehst ins Kloster. 3, 5, vielleicht sogar 10 Jahre, ne, bis sich dein Problem gelöst hat. Und ich hatte in Berlin im Dojo in der Rheinstraße auch immer wieder vom Sawaki gehört. Und als ich dann in Japan zufällig vom Antaiji hörte und hörte, das ist das Kloster, in dem der Sawaki fast 20 Jahre lang Abt war, ne, nach dem Krieg, da dachte ich mir, da gehe ich hin, ne? Da werde ich Mönch. Und als Sawaki noch Abt war, da war ein Antaiji in Kyoto in der Stadt gelegen, aber als ich nach Kyoto kam, da war Antaiji schon eine Tagesreise entfernt an der Küste des Meeres, tief in den Bergen und versorgte sich selbst. Und das fand ich irgendwie auch cool. Ne? Nicht nur, dass da Sinn gemacht wird, sondern die hatten Ziegen, die hatten Hühner, die hatten ihre Reisfelder, Gemüsefelder. Da konnte man auch selbstversorgendes Leben lernen und praktizieren. Ne? Das fand ich super. Ne? Und dann mit 25 erfüllte sich endlich mein Wunsch. Ich wurde ordiniert vom Abt. Mit 22 war ich zum ersten Mal da gewesen für ein halbes Jahr. Dann mit 25 kam ich zurück, wurde ordiniert und hatte jeden Monat ein Sesshin, 5 Tage schweigend von morgens bis abends sitzen. Und an den Tagen zwischen den Sesshin 2 Stunden morgens, 2 Stunden abends. Ne? Also zusammengerechnet 1800 Stunden Sazen im Jahr. Ne? Ein Privileg, das man so als Laie im sogenannten normalen Leben nicht hat. Ne? Da wurde eine Menge gesessen und das wollte ich ja, deshalb bin ich nach Antaiji gegangen. Und Samu, ich war nie so der Samu-Typ, ne? Aber ich fand das auch gut, ne? Dass man da in der Natur, mit der Natur, fast schon so in eine Verbindung tritt, ne? Durch das Samu, durch die viele Feldarbeit. Ne? Ich war am Anfang verantwortlich für die Ziege und musste erst mal lernen, wie man eine Ziege melkt, ne? Wie man sich um die Ziegen kümmert. Ne? Aber nach 1, 2 Jahren, ich hatte mich ein bisschen eingewöhnt, aber dann war diese Frage, die sich auch die Fragesteller von heute immer wieder gestellt hat. Ne? Okay, ne? Ich mache das jetzt, aber ist das überhaupt Sazen, was ich hier mache? Beziehungsweise ich habe nicht das Gefühl, dass ich weiterkomme. Am Anfang dachte ich, ne, 3, 5, 10 Jahre, das fühlt sich ganz gut an. Ne? Und wenn ich dann zurückgehe nach Deutschland, kann ich ja in Deutschland sowas wie den deutschen Antaiji aufmachen. Aber nach 2 Jahren, ich war mir nicht mehr so sicher, ob ich wirklich am richtigen Ort bin, ob sich mein Problem an diesem Ort überhaupt jemals lösen wird. Zwar hatte ich gehört, dass es im Zen nicht darum geht, irgendeine Satori-Erfahrung zu haben. Ne? Dieser Wunsch, ich will doch Erleuchtung, ist auch nur eine sehr, sehr hartnäckige Form von Irre, von Anhaften. Ne? Das hatte ich zwar intellektuell verstanden, aber im Hinterkopf natürlich war da immer noch der Wunsch, ja, aber Dogen und Sawaki, ne? Und die ganzen Äbte und Lehrer, Uchiyama und der gegenwärtige Äbt gehabt, da muss doch irgendwas gewesen sein, so eine Erfahrung des großen Loslassens. Und
wann kommt es bei mir endlich? Da war immer noch die Hoffnung, dass irgendwann passiert das. Ne? Und dann lasse ich los. Und man muss es nicht Satori nennen, aber im Grunde ist das doch das Satori dann. Ne? Und nach 2, 3 Jahren, es war halt noch nicht da. Und ich überlegte mir auch schon, zurückzufahren nach Deutschland. Vielleicht gehe ich nochmal zurück an die Uni und schreibe da einen Doktor über Drogen. Ne? Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Lehrstelle für mich. Ne? Beziehungsweise man kann ja Zen auch als Laie praktizieren. Ne? Unwahrscheinlich, dass mich meine Freundin nach 3 Jahren wieder zurückhaben will, aber es gibt ja auch noch andere Optionen auf dem Heiratsmarkt. Ne? Und zu dem Zeitpunkt sprach mich einer meiner älteren Dharma-Brüder an, ne? Also der sah schon, ne? Dem Mucho geht es nicht gut, der hat so seine Zweifel. Ne? Und der kam ursprünglich aus dem Rinzai. Der hatte 3 Jahre oder so in Kobe, in einem damals sehr berühmten Tempel, nämlich Shofukuji, ne? Der Yamada Mumon oder Mumon Yamada. Der hatte dort gelehrt. Ne? Und der war 3 Jahre als Mönch da, aber ist von dort nach Antaiji gekommen. Ne? Und der sagte mir, vielleicht solltest du es mal umgekehrt probieren. Ne? Du warst jetzt 2, 3 Jahre in Antaiji, vielleicht solltest du es mal mit Rinzai probieren und mit Koans. Ein halbes Jahr, vielleicht ein ganzes Jahr. Und das habe ich dann gemacht, 1995. Ich hatte zwar innerlich schon die Koffer gepackt, aber ich dachte mir, ich lasse es jetzt nochmal drauf ankommen. Ich gehe in das Rinzai-Tempel mindestens ein halbes Jahr, vielleicht auch ein ganzes. Und über diese Erfahrung habe ich in diesem Buch geschrieben, beziehungsweise in dem Buch, das im Rowohlt Verlag erschienen ist, unter dem Titel Sazen oder der Weg zum Glück. Falls ihr diese Bücher noch nicht kennt, ne? Das im Rowohlt Verlag, das wird nicht mehr verkauft, ne? Aber das findet man, glaube ich, noch in Buchhandlungen oder Büchereien. Und wie ich da die Koan-Praxis erlebt habe, leider habe ich heute die Zeit nicht mehr dazu, darüber zu sprechen. Darüber geht es dann beim nächsten Mal. Und ich werde versuchen, auch auf die Frage der Fragestellerin dann genau, präzise einzugehen. Danke erstmal für die Frage, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.